In Dubai ist es so, du zahlst wenig bis kaum Steuern und hast stattdessen Lizenzgebühren, die man zahlen muss und allgemein ein paar Dinge, die jährlich immer wieder anfallen. Darüber wollen wir heute einmal sprechen. Was passiert, wenn man jetzt sein Unternehmen hat und in das zweite Jahr geht? Was muss man dann berücksichtigen? Worauf muss man achten? Also die Firmenlizenzen in Dubai sind grundsätzlich für ein Jahr lang gültig. Das heißt, du musst jedes Jahr deine Lizenz erneuern, inklusive deiner Establishment Card und alle 2 Jahre zum Beispiel jetzt das Visum, außer du hast ein goldenes Visum. Das wäre aber nochmal ein separates Thema, wo das dann für 10 Jahre gültig ist. Und ja, an sich ist es ein administrativer Aufwand. Also du musst jetzt im Wesentlichen entweder deinem Corporate Service Provider Bescheid geben oder du versuchst es selbst, was ich nicht empfehlen würde, wo du dann im Wesentlichen deine Lizenz einmal erneuerst. In der Regel, nagel mich nicht drauf fest, sind das so circa 5.000 bis 6.000 Euro, je nach Wechselgebühren zwischen Dirham und Euro, weil die Kosten sind an sich streng genommen in Dirham, aber damit es halt leichter verständlich ist, sage ich das lieber in Euro, dann kann man die Zahl irgendwie ein bisschen besser greifen und dann muss man diese Lizenz, nachdem die erneuert ist, dann beispielsweise auch bei der Bank wieder neu einreichen, weil die Banken, wie wir ja schon festgestellt haben, sind sehr, sehr streng und dann muss man halt eben schauen, dass diese Bank dann immer eine gültige Lizenz von dir hat, einen gültigen Reisepass, eine gültige Emirates-ID und eine gültige Lizenz, sodass halt eben das Konto auch nicht irgendwie eingefroren wird oder irgendwelche anderen Limitierungen dabei sind, weil zum Beispiel hatte selbst mal die Lizenz zu spät bei der Bank eingereicht. Es kommt tausend Erinnerungen, die rufen dich dann auch an, selbst die Free Zones rufen sich teilweise an, der Corporate Service Provider ruft dich an und sagt sich, das kannst du nicht vergessen. Und du weißt ja circa, wann du gegründet hast. Bei mir ist es zum Beispiel Januar, von daher ist es sowieso nochmal leichter, weil du weißt, Jahreswechsel ist immer Zeit der Erneuerung sozusagen. Und wenn du es nicht bei der Bank zum Beispiel einreichst, dann glaube 30 oder 60 Tage später werden dann, glaube dein Dispo, also Überziehungskredit wird dann blockiert, dann ab einem gewissen Zeitraum das Scheckbuch nicht mehr und irgendwann kommt es dann tatsächlich zur Kontoschließung, weil du brauchst eine gültige Lizenz. Gleichzeitig kommen Fines dazu, solltest du es nicht rechtzeitig erneuern, das heißt beispielsweise die Lizenz selbst bekommt Fines, die Establishment Card bekommt Fines. Streng genommen dein Visum ist jetzt unter einer Firma, die ja illegal ist, weil sie ja nicht lizenziert ist. Also wir hatten mal den Fall, das war vor Corona, da hatte jemand aus Südafrika hier gegründet. Er konnte dann wegen Corona nicht einreisen. Hatte die Firma nicht mal fertig gegründet, streng genommen, aber sie existierte. Dann dachte er so, naja, die läuft ja aus, die Lizenz ist ja gültig bis zum. Wenn ich nichts mache, dann wird die ja quasi abgelaufen sein, ähnlich wie bei so einem Abo, fertig ist. Dem ist leider nicht so. Das heißt, er musste am Ende fast 6-stellig an Strafen zahlen in Dirham, weil er dann am Ende irgendwie 3 Jahre Overstay-Fines hatte, Establishment Card, Visa, da waren etliche Sachen, die dann halt am Ende sich kumuliert hatten. Von daher, da muss man echt drauf achten, dass die Lizenz sauber auch erneuert wird. Okay. Ist aber an sich kein großer Aufwand. Wie viel Zeitaufwand ist das? Einmal mit Corporate Service Provider und einmal ohne? Was schätzt du? Mit uns, WhatsApp, E-Mail, kurzer Anruf, 1 Minute. Okay. Das heißt, dann überweist man einmal das Geld an den Corporate Service Provider, ansonsten musst du es halt selbst einmal separat alles ein bisschen managen. Genau. Und wenn du es selbst machst, musst du halt schauen, ist denn die Lizenz, so wie sie jetzt aktuell existiert, immer noch gültig? Haben sich irgendwelche Regularien geändert? Da musst du dann halt mit der Freezone checken, musst gucken, auch wegen jetzt 2023 mit der Mehrwertsteuer. Du musst, also 2023 für die Körperschaftssteuer. Du musst schauen für die Mehrwertsteuer, weil sobald dein Profit über 375.000 Dirham, das sind ca. 100.000 Dollar, übersteigt, musst du, wenn du aus dem Mainland qualifiziertes Einkommen haben, musst du VAT registrieren. Das musst du dabei berücksichtigen. Du musst schauen, dass deine Körperschaftssteuer jetzt ab 2023 dann für das folgende Fiskaljahr nach dem 1. Juni 2023, dass das sauber und ordentlich ist. Das musst du dann mit der Finanzministerium hier anmelden und lauter solche Sachen. Corporate Service Provider, der kennt die ganzen Regularien. Der sagt dir dann, hey, by the way, ich brauche noch das und das und das habe ich schon für dich geklärt. Wenn du es auf eigener Faust versuchst, dann musst du dich halt auch eben mit den ganzen Regularien, Rules and Regulations up to date halten. Ja, und das ist immer jährlich? Die Lizenzerneuerung jährlich. Bei dem Visa war es vorher so, und das erzählen die leider immer noch viele Webseiten, viele Videos und sowas, dass ein Visum 3 Jahre lang gültig ist. Das war auch so. Aber 2022 hat dann Dubai die Regularien angepasst. Ich meine, die verdienen ja auch mit Visa-Geld. Also das heißt, wenn du dann kürzere Abo-Zeiträume sozusagen hast von deinem Visum, verdient Dubai ein bisschen mehr Geld. Weshalb die jetzt auch die Visa-Länge von 3 Jahre auf 2 Jahre gekürzt haben. An sich ist das von Kostenposition genau das gleiche. Also wenn du beispielsweise jetzt heute irgendwie 2.500, 3.000 Euro für Visa-Services zahlst, dann voraussichtlich wird sich nicht so viel ändern bis dahin, dass das dann wieder anfällt. Als ich damals vor zum Beispiel 3 Jahren mein letztes Visum gemacht hatte, hatte sich in der Zwischenzeit zum Beispiel die Möglichkeit ergeben, ein goldenes Visum zu bekommen. Jetzt bin ich auf goldenem Visa, wo ich 10 Jahre lang quasi Ruhe habe. Gibt es gewisse Anforderungen, können wir gerne auch mal ein separates Video dazu machen, wenn euch das interessiert, dass man das
eben nicht so häufig machen musst. Weiterer Punkt ist halt eben 6 Monate Pflicht, kennst du ja auch bei dem Visum. Wenn du jetzt länger als 6 Monate nicht im Land bist, ist ein Aufenthaltstitel, dann nutzt du den ja nicht und dann musst du halt auch zusehen, dass du halt regelmäßig im Land bist, weil es da ansonsten auch zu Problemen kommen kann. Julian, vielen Dank für die spannenden Informationen. Sehr gerne. Wenn du jetzt Interesse hast, eine Firma zu gründen oder jemanden suchst, der für dich den Erneuerungsservice auch übernimmt, dann melde dich gerne bei uns. Ansonsten lass uns gerne ein Like, ein Kommentar da. Lass uns gerne wissen, was dich sonst noch interessiert an weiteren Themen. Dann machen wir dazu gerne ein Video und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.